Hallo Leute, heute reden wir über ein Thema, das mich schon lange beschäftigt. Der Ace Attorney Anime. Moment, wenn wir schon über Ace Attorney reden, dann machen wir das auch vernünftig. So, jetzt können wir anfangen. Wir befassen uns jetzt mit dem Ace Attorney Anime. Sind beide Anwälte bereit? Ja, euer Ehren. Ja, euer Ehren. Nun gut, dann möge uns Herr Edgeworth bitte die Fakten erzählen. Einverstanden. Ace Attorney, gegen diese Wahrheit erhebe ich Einspruch, wurde von A1 Pictures hergestellt und wurde von Azuhiro Tomioka geschrieben, der unter anderem für den Anime Inazuma 11 bekannt ist. Er erzählt die Geschichte der ersten beiden Ace Attorney Spiele nach und hat insgesamt 24 Folgen. In den Anime geht es um den jungen Anwalt Phoenix Wright, der alles versucht, um seinen Klienten für nicht schuldig zu erklären. Verstehe. Dann erklären Sie uns Ihre Meinung zu dieser Serie, Herr Edgeworth. Der Anime sieht wirklich nicht schlecht aus und hat gute Animationen. Außerdem... Einspruch! Was Sie da sagen, ist falsch. Der Anime ist leider an vielen Stellen nur sehr lieblos gezeichnet worden. So sehen Gesichter leider viel zu oft einfach nur merkwürdig aus. Außerdem sind die Animationen oft sehr abgehackt. Im Großen und Ganzen wirkt der Anime ein bisschen lieblos gestaltet, da alles ein bisschen unfertig wirkt. Ich verstehe. Das hört sich so an, als würde der Anime optisch so ziemlich versagen. Einspruch! Euer Herr, er mag zwar nicht so schön gezeichnet und animiert sein, aber die Kulissen sehen gut aus und fallen nie negativ auf. Bis auf eine Stelle. Naja, allerdings schafft der Anime es gut, die Charaktere und deren Gefühle und Motivationen darzustellen. Man kann mit den Personen mitfühlen und ihre Ziele gut verstehen. Verstehe. Ein wichtiger Punkt, der zu der Stimmung beiträgt, ist die Musik. Die Musik in den Anime ist wirklich hervorragend. Der Soundtrack schafft es gut, den Flair der Ace Attorney-Reihe darzustellen. Moment mal, aber der Soundtrack ähnelt der Musik von den Spielen doch kaum. Es wurden nur um die 4 Remixe von Liedern aus dem Spiel genommen. Wie kann da der Flair des Spiels rüberkommen? Nicht von der Musikrichtung, sondern wie die Musik eingesetzt wird. Lieder wiederholen sich oft und sind sehr eingängig. Sie kommen aber in den passenden Stellen immer vor und die Charaktere haben auch oft ihre eigene Theme. So wie es das Spiel vorgemacht hat. Ich denke, Herr Edgeworth hat recht. Aber dann könnte man doch auch einfach das Spiel spielen, richtig? Nicht wirklich. Der Anime hat viele Stellen, die dem Spiel so nie möglich sein können. Die im Spiel eher langweiligen Ermittlungen sind hier das genaue Gegenteil. Es passieren unvorhersehbare Sachen, die man im Spiel hätte nicht darstellen können. Alles hat einfach mehr Struktur, als sich einfach nur von Ort zu klicken und mit den Leuten zu reden. Etwas, das im Spiel wohl komplett anders rüberkommt. Ich verstehe. Sie haben uns jetzt einen guten Vergleich zum Spiel gegeben, Herr Edgeworth. Moment mal, das stimmt. Aber was ist mit den Leuten, die das Spiel nicht kennen? Wie ist der Anime für solche Leute? Im Grunde ändert sich nichts daran. Auch Neulinge werden ohne Kenntnisse des Spiels die Geschichte gut verstehen können. Und was, wenn man kein Neuling ist? Haben wir darüber nicht gerade schon die ganze Zeit geredet? Was haben Sie gesagt? Ich habe Sie nicht verstanden. Versuchen Sie etwa Zeit zu schinden, um sich irgendwas auszudenken, das den Anime schlecht redet. Herr Edgeworth, was haben Sie heute eigentlich gefrühstückt? Das geht Sie nichts an. Natürlich geht Nein, mich das das was ist- an. nein, das Wir ist sind blöd. hier in einem Gericht und ich Warum darf Sie machen Sie fragen so und Ihre etwas? Meinung. Genug jetzt, unterlasst diese Diskussion, das führt zu nichts. Herr Edgeworth, würden Sie denn abschließend sagen, dass der Anime ein guter Anime ist, der sowohl Fans als auch Neulinge überzeugen kann? Nein. Der Anime ist echt nicht schlecht für Neueinsteiger, die die sehr dialoglastische Art des Spiels nicht mögen. So können sie trotzdem dieselbe Story und Charaktere erleben, ohne alles zu lesen. Für Fans aber, die das Spiel mögen, wurden hier zu viele Sachen komplett geändert oder sogar ganz entfernt. Aber vor allem geht es hier viel schneller als im Original.
Im Spiel muss man selbst die Widersprüche in den Aussagen finden und wirklich viel nachdenken. Sich eine Aussage anzuhören, den Zeugen anschließend zu befragen und einen Widerspruch zu finden und aufzudecken, dauert im Spiel öfter mal um die 15 Minuten oder länger. Im Anime allerdings... Warte mal ein paar Sekunden. Versteht mich nicht falsch. Der Anime ist für Leute, die das Spielkonzept nicht mögen, wirklich super. Aber für die Fans ist alles sehr ungewohnt und komisch. Das hört sich plausibel an. Ich denke, wir haben genug gehört. Danke für Ihre ausführliche Erklärung, Herr Edgeworth. Ich denke, hier hat keiner gewonnen. Es kommt einfach drauf an, ob man Fan des Spiels ist oder nicht. Die Verhandlung ist geschlossen.